Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. So, nach den Grutas sind wir wieder hier an dem Platz an dem Fluss gefahren. Ihr kennt den ja schon. Und diesmal sind wir nicht allein. Wir haben bei den Grutas noch ein super nettes Schweizer Pärchen kennengelernt, die aus dem französischsprachigen Teil kommen. Das heißt, wir polieren gerade nochmal unser Englisch und werden heute Abend jetzt nochmal ein Käsefondue machen. Die beiden sind gerade hier hinten, ich weiß nicht, ob man sie sieht, hier hinten, wo gerade fischen und probieren ihr Glück. Und ja, dann werden wir jetzt hier ausharren und warten, bis unser Paket da ist. Aber es gibt ja definitiv schlimmere Orte zum Ausharren. Es ist ungelogen, sind 1,5 Stunden zwischen Sarahs Aufnahme und meiner und es hagelt hier gerade übelst. Also man sieht den Fluss hier vor uns. Und nachdem das Wetter sich jetzt so entwickelt hat, werden wir wahrscheinlich das Käsefondue hier nach drin verlegen. Aber dafür ist es sehr gut, dass wir mehr Sitzplätze haben. Und es ist schon komisch. Also an diesem Platz hier, wir sind jetzt insgesamt die 5. Nacht hier, glaube ich. Wir hatten jeden Tag Gewitter, aber es hat davor nur einmal leicht geregnet. Man hat sonst immer nur das Gewitter und die Blitze gesehen und heute halt jetzt diesen krassen Hagelschauer. Aber es ist jetzt wirklich fast um. Immer wenn ich das sage, wird es wieder mehr. Also ich sage jetzt mal lieber nichts mehr. I think that way. Holy smoke. Wir sprechen gerade, ob wir durch das Wasser durchkommen, wo die anderen gerade rausgefahren sind, weil die halt genau da waren, wo es runterging. Aber eigentlich hat es jetzt aufgehört und ich würde sagen, wir bleiben hier, weil wir sind auf der trockenen Seite. Aber ich hole jetzt gleich Rio raus auf der Seite, weil er wird mega Spaß haben. Ich habe ihm gerade schon ein Hagelkorn in sein Wasser getan und der hat sich's rausgeklaut und ist mit dem ins Bett gegangen. Und deshalb hole ich ihn jetzt mal raus, weil er wird mega Spaß haben. Und sobald es wirklich komplett, also es hat eigentlich aufgehört, dann schauen wir gleich mal das Dach an. Aber ich glaube, wie groß sind die Hagelkörner? Hier. Also schon so, was ist das? 1,5 cm, 2 cm? Ja, das sind ein bisschen größere. Aber das sollte es eigentlich aushalten. Aber gut, dass die Sarah so Druck gemacht hat, dass wir davor noch Starlink reingeräumt haben. So, jetzt holen wir Rio raus. Rio, komm. Sarah, schau mal. Ja, es ist wie Schnee für ihn. Und da kam es eben runter. Die anderen stehen jetzt in Sicherheit. Und jetzt haben wir mal mitbekommen, wie schnell so eine Springflut entstehen kann. Ich habe immer daran gezweifelt, dass es so auf einer Ebene ist. Gut, hier ist keine Ebene. Aber man hat es trotzdem gemerkt, wie schnell das Wasser einfach den Hang dann auf einmal runterkommt, wenn es oben weiter regnet. Hier. Yeah, I just was wondering, crazy. Oh, it's coming down. I didn't know where, so I was just telling you. And then I saw how it's just floating to you. But you're happy. Yeah. Really happy. Yeah. But some of them are really big. Yeah. Yeah, it's the noise. Like normally we get. Für uns geht es jetzt rüber zu Julian und Noemi und da essen wir Käsefondue.
Also ich habe noch nie Käsefondue gegessen und Sarah hatte bis jetzt einmal Käsefondue und jetzt kriegen wir es von Schweizern gemacht. Ja. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Als Nachspeise gibt es Nachos. Genau, und eine Bier. Soße. Und Bier. Bier ist schon drüben. Also auf geht's. Genau, hier sieht man noch die Ausläufer vom Hagel gerade eben. Da wo Noemi und Julian gerade standen. Herzlich willkommen. You can talk in French, so Sarah has to translate everything. But there's a few things you need to know about fondue. Toby will make it. Yeah. Yeah, so one rule to explain. What? Fondue. Yeah. Wait. Yeah, it's so dangerous. The most accidents happen at home, so... Okay, now. Okay. So the important things to make a good fondue is to make a 8. Die wirklich Really? Wichtige Sache, wichtig. wenn du eine Fondue machst, ist eine schöne 8. 8 zu machen. Why? it's because like the fondue it's got fat in it, you know. And if you don't do it right, it can like separate the milk from the fat, okay. and you can eat it. So it's a fake. You want to try? I will cut you out and I'm making the fondue. I think it's a good picture that both men are standing in the kitchen and we are sitting here and drinking beer. That's how it is. Both men with the broken feet. Yeah, we need a picture with us. You can just take some cheese and put on it, and if it stay like this, Yeah. it says that it's ready. Yeah. Okay, it's ready. Dinner's ready. Tu le fais? Ouais. Moi j'ai pas fini ma bière. Middle shot. Okay. Okay. So that's this liquid. Damascene. It's like this. And Schnaps. it's schnapps. Yeah. Schnaps. Okay, we will like it. So this is the middle of the The middle of the fondue. fondue. So. Donc on va leur faire goûter la petite damascene du Jura. Do we have to say something? So So you good? don't have to drink it like a shot. Oh, no, okay. I wanted to ask and I didn't want to ask. No, you just drink it. So. Okay. Okay. Cheers. Cheers. Salut. Salut. Santé. Enchanté. It's good. We take the bottle. So the final touch is just to add 1 egg on it. And then you cook it like an omelette. With all the cheese. Yeah. Oh, das ist jetzt der finale Part eines Schweizer Käsefondues. So, wir haben jetzt die Nacht einigermaßen gut verbracht. Gestern, als wir das Käsefondue gemacht haben, kamen noch Leute, die das DJ-Pult vorm Zelt aufgebaut haben. Vom Camper. Vom Camper? Die haben ein Zelt, oder? Achso, ja, vom Zelt und bei Ach so, ja. nur Evi vom Camper. Zwischen denen und uns. Und ja, und die haben bis, ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr Musik gespielt. Also eigentlich ist es nur Hardcore, Techno und durchgehend derselbe Ton. Und Schreie teilweise. Und Kinderschreie waren mit drin. Also ich weiß nicht, ob man es als Musik bezeichnen kann. Und ja, und heute Morgen haben sie wieder um 6:30 Uhr angefangen. Ich weiß nicht, ob das normal ist auf einem mexikanischen Campingplatz, aber für uns auf jeden Fall ziemlich ungewohnt, vor allem weil auf der anderen Seite von Julian und Noemi waren oder ist eine Familie mit Kindern
und es sagt keiner was. Also wahrscheinlich ist es normal. Keine Ahnung, wir finden es auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig und ja, wir müssen mal schauen, ob wir wollen ja heute zur Post, zu DHL fahren und schauen, ob das Paket da ist und mal schauen, ob wir uns wieder in die Ecke stellen oder ob wir woanders was finden. Aber die anderen haben schon gesagt, dass die haben sich weggestellt, dass es da drüben nicht viel leiser ist. Also scheint es normal zu sein. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass es gestern hier so krass gehagelt hat. Wenn man jetzt hier so ist, das ist so idyllisch, hier am Fluss, der Hund kann ins Wasser, es ist einfach das perfekte Wetter. Und ja, gestern hat es halt einfach gehagelt und vom Hang her kam ein Wasserstrom runter. So schnell kann es in einer trockenen Region auf jeden Fall sich ändern. Hätten wir da vorne selber nicht gedacht, man hat diese Schilder gesehen, die vor Springfluten warnen, aber ja, jetzt war es das erste Mal, wo man eine kleine miterlebt hat und ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Und heute ist eben, was ist heute? Ostersamstag? Ostersamstag? Ja. Also ein langes Wochenende in Mexiko und die haben generell Urlaub. Und der Platz, wo wir sind und das letzte Mal wirklich alleine waren, ist ziemlich voll und ihr habt ja schon gesehen, dass in der Nacht neben uns ein DJ-Pult aufgebaut wurde, beziehungsweise man hat es gehört heute Morgen, dass sie es heute Morgen auch aufgebaut haben. Und sie machen jetzt auch durchgehend eigentlich weiter, wobei es jetzt tagsüber sich in Grenzen hält, ohne Schreien und so weiter. Wir sind mal gespannt, wie es nachher wird. Die anderen haben wir umgeparkt und dann wurde auf der anderen Seite auch laute Musik angemacht und ja, wir stehen jetzt doch wieder alle bei uns. Anne und Anna, die wir von der Baja kannten, sind mittlerweile auch da. Und ja, es gibt auch ein Update für unser Paket. Also der Status hat sich noch nicht geändert. Was ziemlich miserabel ist, wir haben es ja zu einem DHL Service Point schicken lassen. Und laut DHL wird es nicht zu DHL geschickt, sondern zur Post, weil bei internationalen Sendungen, die nach Mexiko gehen, übernimmt hier drin die Post und die haben einfach die Empfangsadresse geändert und das zur Poststation hier in dem Ort. Was für uns das Problem ist, dass die Poststation ziemlich miserabel bewertet wurde mit Kommentaren wie, die Leute wollen nicht arbeiten, was sich ja auch damit deckt, dass es immer geschlossen ist, trotz Öffnungszeiten. Und ja, und das Schlimmste ist, dass Pakete auch verschwunden sind. Und wir jetzt einfach nicht wissen, was mit unserem Paket ist. Und wir haben ja noch kein einziges Mal mit der Post reden können. Und wir hoffen einfach nur, dass es am Montag dann da ist, nachdem es heute schon nicht da war. Ja, das nervt aktuell ziemlich. Und es ist jetzt eben seit Mittwoch in Transit, also auf dem Weg zum Ziel. Und wir sind jetzt nicht so weit weg von Mexico City, wo es angekommen ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange sowas in Mexiko dauert. Aber ja, wir hoffen das Beste, dass es am Montag dann da ist und wir dann Richtung USA können. Aber wir müssen auch sagen, bis dahin genießen wir einfach hier diesen Blick hinter uns und den Stellplatz, weil ab morgen Abend, gehen wir mal davon aus, wird es bestimmt wieder weniger, weil dann am Montag wieder viele arbeiten. Und ja, es gibt definitiv schlechtere Plätze zum Warten. Und Rio kann hier auch immer schön ins Wasser und hat seinen Spaß. Deshalb, es gibt Schlimmeres. Aber ich glaube, jeder kennt es, wenn man weiter will, will man weiter. Wo ist dein Stock? Wo ist dein Stock? Er weiß nicht, wo sein Stock ist. Jetzt hat er ihn. Rio, aus, weiter. Wir waren jetzt gerade in Ixmiquilpan
Und zwar bei der Post, in der Hoffnung, dass das Paket da ist, da es ja angeblich heute noch auf dem Weg ist. Aber wir sind rein und die Sarah hat direkt gesehen, es ist da. Das heißt, für uns geht es ab morgen Richtung USA, worauf wir uns auf jeden Fall freuen. Wobei die Sarah auch schon gesagt hat, es ist super schade, hier diesen Platz zu verlassen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen überwiegt definitiv die Vorfreude. Und ja, wir genießen jetzt hier noch den letzten Tag. Und dann wird es morgen wahrscheinlich relativ früh losgehen, da wir doch noch über 1000 Kilometer vor uns haben. Und auch noch zum Mechaniker müssen, zum Tierarzt, für die Grenze und so weiter. So, und jetzt schauen wir erstmal, ob es noch vollständig ist. Und nachdem es jetzt schon 4 Wochen gedauert hat, anstatt weniger als 2, wofür wir bezahlt haben, dann sollte es doch wenigstens vollständig sein. Einmal. Das ist das, was kaputt ist. Ah, wir haben beide Seiten. Sehr geil. Beide Seiten? Ja. Juhu! Wir dachten, wir haben nur eine Seite bestellt, aber es ist ein Pack mit 2. Also. Ich hab's doch gesagt. Ja. Oh, ich hab's auf Video. Ich hab's gesagt. Ich glaube, da waren 2 auf dem Bild. Behauptet sie. Und ein Traggelenk, das haben wir nur einmal bestellt, weil wir die linke Seite machen wollten und wir wussten nicht, ob man den ganzen Arm ausbauen muss. Und da wollten wir definitiv ein neues Traggelenk haben, falls das auch noch dran muss. Aber ja, im Notfall haben wir es als Ersatzteil. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, ob man es einpressen muss, weil dann müssen wir zum Mechaniker, oder ob man es selber macht. Aber ich glaube, so wie das ausschaut, dass man es einpresst. Weil die Seite ist höher wie das Innenteil, also muss es reingepresst werden, würde ich jetzt mal annehmen. Es geht los. Und das bedeutet, dass wir mit den beiden, Julian und Noemi, wahrscheinlich mit zusammen in die USA fahren können. Oh ja, das ist richtig cool. Heute ist der Tag gekommen, wo wir hier Abschied nehmen. Nach über 7 Nächten. Ja, ich glaube, wir standen insgesamt, wenn man die Unterbrechung mal weglässt, 8 oder 9 Nächte hier. Ja. Der Platz ist einfach genial. Also klar, es war gezwungen wegen dem Paket, aber es gibt eindeutig schlechtere schöne Plätze. gezwungene Pause. Ja. Und ja, Mit guter Gesellschaft. Rio. heute fahren wir jetzt weiter. Und zwar haben wir jetzt ja unser Teil bekommen. Und wir müssen jetzt noch Strecke machen bis in die USA. Ich glaube, etwas über 1000 Kilometer. Ja. Und wir werden heute um die 350, 380 Kilometer fahren. Das war meine Annahme gestern. Wir haben jetzt gerade nochmal nachgeschaut, das sind 450 Kilometer. Okay, wir fahren Deshalb heute sind ziemlich wir lang. Gerade ein bisschen im Stress, weil wir doch früher aufbrechen als geplant, weil wir sonst im Und, Dunkeln ankommen. Ja, werden mit Julian und Noemi die Reise fortsetzen und zu einem Stellplatz fahren, dass wir morgen gleich in eine Werkstatt können, damit dieses Teil hoffentlich eingebaut wird und wir uns dann weiter auf den Weg in die USA begeben können. Dann würde ich jetzt sagen, los geht's. Die Sonne gibt auch nochmal alles. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Werkstatt, weil wir ja die Ersatzteile haben. Und die Querlenkerbuchse müsste jetzt heute auf der linken Seite getauscht werden. Wir hoffen, dass es so einfach geht. Soweit wir wissen, muss das Teil hineingepresst werden, sodass wir hoffentlich alle Werkzeuge, die dafür benötigt werden, auch dort vor Ort haben. Und somit könnten wir uns dann weiter auf den Weg Richtung USA machen. Wir waren jetzt gerade da und hier ist keine Werkstatt. Wir fahren jetzt zu der anderen. Wir hatten 2 rausgesucht. Wir hatten eigentlich mit beiden geschrieben. Beide haben nicht geantwortet oder nach einmal schreiben.
Ja, jetzt hoffen wir mal das Beste. Auf zum nächsten Versuch. Wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, haben sie einen Mechaniker geholt, der das hier machen kann an unserem Auto. Haben 2 Autos weggefahren, wir durften jetzt hier einparken. Und dann werden wir das jetzt hier machen. Ölwechsel werden wir hier nicht machen. Anscheinend kann ihre Hebebühne das Gewicht unseres Autos nicht tragen. Darum können wir hier keinen Ölwechsel machen, aber da finden wir auch eine andere Werkstatt. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Und ich bin so froh, wenn das wirklich erledigt ist und eingebaut ist. Und ich bin auch sehr dankbar, dass einer hier ein bisschen Englisch spricht, weil mit unseren Spanisch-Grundkenntnissen wären wir hier ein bisschen aufgeworfen gewesen. So, wir sind jetzt seit der Werkstatt knappe, ja, was sind es, 250 Kilometer nochmal gefahren Richtung Monterey. Und ja, bei der Werkstatt lief fast alles gut, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt noch keinen Ölwechsel gemacht. Das schauen wir, dass wir das morgen in Monterey bekommen. Und ich habe schon gedacht, als er das auseinandergebaut hat, habe ich noch nie so gesehen. Aber dachte mir, ja, er weiß schon, was er macht. Und er hat beim Traggelenk die Hülle, die das Fett ummantelt, kaputt gemacht. Und Gott sei Dank haben wir in Deutschland auch ein Traggelenk mit dazu bestellt. Und das haben wir jetzt vorne links praktisch auch ein neues Traggelenk. Und ja, ich habe mich nämlich schon gewundert, warum er das so macht. Aber naja, in Zukunft weiß ich es besser und ich sollte ihn unterbrechen. Aber sonst lief alles wirklich gut, die waren super nett und am Ende haben wir 1200 Pesos gezahlt, also 60 Euro, was auch voll in Ordnung ist. Also die Werkstatt kann man sonst wirklich weiterempfehlen, wenn man dort ist. Genau, wir sind jetzt hier, wie gesagt, kurz vor Monterey. Und morgen früh geht es dann nach Monterey einmal zum Tierarzt. Wir brauchen ein Gesundheitszeugnis für Rio, für die Grenze. Und dann eben noch zu einer Werkstatt, die uns einen Ölwechsel macht. Und im Anschluss geht es dann eben mit Julien und Noemi zur Grenze, weil es so ausschaut, als ob wir dann morgen schon über die Grenze fahren und dann wieder in den USA sind. Genau, so lang stehen wir jetzt hier, umgeben von Müll. Noemi und Julien haben uns eingeparkt. Und zwar auf einem Rastplatz bei einer Pemex. Die ist ganz gut bewertet und es passt halt einfach ideal auf den Weg neben dem Highway. Das heißt, wir haben gar keinen Umweg gemacht. Und hier lassen wir jetzt zusammen den Abend ausklingen. Wir müssen nämlich noch insgesamt einiges an Bier aufbrauchen. Das heißt, heute wird es ein fröhlicher Abend. Und damit wir nicht genug zu viel Alkohol für die Grenze haben. Genau, deshalb verabschieden wir uns jetzt hier und sehen uns dann morgen spätestens für die Grenze wieder. Bis dann. Wir sind jetzt gerade in Monterey und ein bisschen gestresst. Wir mussten heute Morgen noch einen Ölwechsel machen lassen. Das hat sich ein bisschen gezogen, weil unser Ölfilter gibt es hier nicht und die sind hier überall rumgefahren. Dann waren wir mit Rio beim Tierarzt für das Gesundheitszeugnis. Das war auch eine Riesendiskussion, bis die Tierärztin dann in einer Stunde frei war. Und hier ist es super schwierig, eine Nacht zu verbringen. Darum werden wir jetzt noch die große Fahrt Richtung US-Grenze angehen und uns danach dann nach der Grenze mit Julien und Noemi wieder treffen. Ja, das ist jetzt der Plan der letzten Tage. Dann heißt es nach 4 Monaten Goodbye Mexiko und Hello USA again. Also es geht wieder zurück. Oh mein Gott! Alter!
müssen wir unser restliches Obst und Gemüse noch aufessen. Drum gönnen wir uns jetzt noch unsere Gurke hier. Die Bäume, die man hier sieht, sind fast alles Joshua Trees. Da hätten wir gar nicht in den Joshua Tree Nationalpark fahren müssen. Hier gibt es viel mehr als im Joshua Tree Nationalpark. Ja, stimmt. Die ganzen Straßen sind voll mit den Joshua Trees hier oben im Norden. Wir haben jetzt noch 58 Kilometer bis zur Grenze. Und wie man sieht, ist die Straße hier nochmal sehr in Mexiko-Style. Wir kommen von der Mautstraße. Und das, obwohl, wie Tobi gerade richtig meinte, wir von einer Mautstraße kommen. Aber ja, ich glaube, jetzt wird es wieder langsam besser. Mit Löchern drin. Mit Löchern. Aber zumindest keine Topes mehr. Juhu! Und ja, bald sind wir drüben. Eine Aufnahme, die wir immer machen wollten, aber nicht konnten, da die Kamera nie griffbereit war, haben wir von Noemi und Julian bekommen. In ganz Mexiko fahren die Polizisten und das Militär ständig in ihren Pickups Streife, während schwer bewaffnete Soldaten oder Polizisten auf der Ladefläche stehen. Auch an den Militärcheckpoints selbst stehen die Soldaten schwer bewaffnet. Da ist es schwierig, Ruhe zu vermitteln, wenn man selbst bei dem Anblick manchmal nervös wird. Am Anfang war es ziemlich ungewohnt, das zu sehen, aber es ist erschreckend, wie schnell man sich an diesen Anblick gewöhnt. So, wir haben jetzt das Tipp gecancelt, unser Touristenvisum gecancelt. Jetzt geht es noch ein letztes Mal auf mexikanischer Seite über eine Brücke, die 30 Peso kostet. Und dann sind wir in den USA und werden dann dort die Grenze passieren, wahrscheinlich da auch die Kontrolle nochmal durchmachen, I-94 an der Grenze ausfüllen und dann sind wir wieder in den USA zurück. Die beiden sind auch angekommen. Das heißt, wir fahren jetzt gleich zusammen rüber. Und jetzt geht's mit den beiden hier hinten Richtung USA. Das ist der Rio Grande schon, oder? Ist es? Ja, kann schon sein. Das ist doch die Grenze. Das war schon die Brücke, wie man hier sieht. Ich war noch voll darauf. Also man sieht es glaube ich noch nicht. Mal schauen. Das ist der Grenzfluss. Ich war irgendwie voll darauf, dass wir noch in Mexiko sind, aber wir sind schon in der USA. Ja, und vor uns ist die Grenzstation. Auf einmal musste Tobi wieder Englisch sprechen. Auf einmal verstehen wir wieder was. Jetzt kommt die Grenzstation. Oh, hier ist nichts los. Das ist gut so. So, wir haben es geschafft. Wir sind in der USA. Es gab ein kleines Problem mit meinem I-94-Antrag, weil ich einen Umlaut im Namen oder weil wir einen Umlaut im Nachnamen haben. Aber jetzt ist alles gegessen. Es ist auch schon mittlerweile 6:30. Jetzt sind es noch 40 Kilometer und dann kommen wir erstmal an und trinken ein Bier. Oh ja. Das Haus mit den Türmchen hier hinten, das müsste es schon sein. Und ich glaube, wir sind beide so froh, wenn wir angekommen sind. Definitiv. Es ist jetzt 6:45 am Abend. Und um 6:10 Uhr ist heute unser Tag gestartet. Oh ja. So. Ah, Yeah! we made it! Oh, oh mein Gott. Cheers! Cheers. Cheers. Nice to be here with you guys. Nice to be here. So, hier haben wir jetzt die letzte Nacht verbracht. Schön am Highway. Und trotzdem haben wir gut geschlafen, beziehungsweise ich, Tobi war irgendwie ab 3 wach.
aber er hat davor auch einen Energy Drink getrunken, vielleicht deswegen. Und für uns geht es jetzt weiter in Texas entlang also erstmal zum einfachen Ort in 100 Kilometern. Wir müssen einkaufen, ein paar Besorgungen jetzt machen, nachdem wir über die Grenze nichts mitnehmen durften. Und genau, und dann geht es weiter grob in Richtung Carlsbad Caverns. Es sind aber trotzdem noch 800 Kilometer, deswegen werden wir jetzt ein bisschen runterfahren. Es ist heute Freitag, das heißt vor Sonntag wollten wir eigentlich eh nicht dort ankommen. Also eher lieber an dem Montag machen und einfach mal das Wetter auch beobachten, weil Rio darf nicht mit in die Carlsbad Caverns rein. Bye bye, ihr beiden. Wir wünschen euch eine gute Weiterreise. Es ist immer schön, während dem Reisen Gleichgesinnte zu treffen. Vielen Dank fürs Anschauen unseres Videos und wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du uns unterstützt mit einem Abo, Like oder Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.